Seit Jahrtausenden schützen sich Menschen mit Metallpanzern gegen Verletzungen. Für Ritter und Soldaten waren Rüstungen die beste Lebensversicherung. Der Rüstungsbau, das Handwerk des Plattners, eine vergessene Kunst. Die liebste Arbeit beim Plattnerhandwerk, das ist mir das Formen des Blechs, wie man dann irgendwie aus einer geraden Platte dann tatsächlich die Form so langsam rauswachsen lässt, bis sie dann so gut wie fertig ist. Dann später der Zusammenbau, wenn man dann sieht, wie das ganze Stück sich von uns zusammensetzt und dann ein Ganzes ergibt, das ist natürlich schon ein schöner Moment. Der Großteil meiner Kunden sind tatsächlich Leute, die die Rüstungsteile auch benutzen wollen. Das ist auch die Herausforderung, das Zeugs muss wirklich passen. Das sind also Leute in historischen Vereinen, Leute, die sogenanntes Reenactment oder Living History machen. Ich bin froh, dass ich ab und zu jemanden habe, der das Zeug dann auch wirklich hart ausprobiert, weil nur so sieht man, ob das Zeugs dann auch tatsächlich taugt und nah ans Original rankommt. Ne? Der wahre Schatz eines Plattners, das sind seine Schnitte, die er über die Jahre zusammengesammelt hat. Da spiegelt sich seine ganze Erfahrung quasi wieder. Und anhand dieser Schnitte kann er dann das Rüststück, das ein Kunde haben will, speziell für seine Größe dann umzeichnen und den Schnitt dann so vorbereiten, dass der dann aus dem Blech ausgeschnitten werden kann. Rüstungen gab es für alle Stände. Peter Müllers Auftrag, das einfache Rüstzeug für Söldner des späten Mittelalters. Zu früheren Zeiten, die wohlhabendere Schicht, also der Adel, die konnte sich dann eine tolle Maßanfertigung leisten, die dann wirklich hundertprozentig gepasst hat. Der niedere Adel, der hat seine Sache wohl beim Krämer eingekauft. Also es gab fliegende Händler, die auch Rüstungsteile verkauft haben. Und dann gab es sozusagen noch die günstigste Klasse, das war die sogenannte Zeughausware, also Rüstungsteile, die auf Vorrat in städtischen Zeughäusern bevorratet wurden, um die Bevölkerung einer Stadt auszustatten. Und da musste man dann eben nehmen, was in etwa so gepasst hat. Den Schnitt übertragen wir jetzt aufs Blech. Das Blech ist ja eine Stahlplatte. Und da erkennt man auch schon draus, wieso der mittelalterliche Beruf Plattner hieß, weil er aus Stahlplatten eine Plattenrüstung angefertigt hat. Der Stahl, den ich benutze, um Rüstungen herzustellen, das ist ein sogenannter Vergütungsstahl. Da sind 0,45% Kohlenstoff drin. Und das bedeutet, dass der sich anschließend noch für eine Wärmebehandlung eignet. Also den kann man dann härten und anlassen, was seine Festigkeit doch noch deutlich steigert. Die Materialstärke jetzt bei der einfachen Zeughausbrust sind gerade mal 1,5 mm, was aber dann eben auch leicht und beweglich macht. Bei Rüstungen hat man immer so den Widerstreit zwischen dem Schutz und der Beweglichkeit. Das muss ja beides noch gewährleistet sein. Also man kann mit der Materialstärke nicht beliebig hochgehen. Ich habe hier noch einen zweiten Schnitt vorbereitet für eine sogenannte Hirnhaube. Das ist also eine ganz rudimentäre Form von Helm. Der Zuschnitt ist nicht ganz kreisrund. Das hat den Grund, weil der menschliche Kopf ja auch nicht rund ist, sondern größere Länge wie bei der Ausdehnung hat. Nach dem Ausschneiden der Werkstücke muss man die auf jeden Fall noch entgraden.
Zum einen, damit man sich bei der Bearbeitung nicht selber in den Finger schneidet. Zum anderen, wenn sie der Träger anhat, dürfen sie auch nirgends reinschneiden und müssen eine verrundete Oberfläche haben. Bei der Maschine hier handelt es sich um einen sogenannten Lufthammer. Das ist also eine Schmiedemaschine, die mit Luftunterdruck funktioniert. In dem hinteren Zylinder hier wird ein Unterdruck erzeugt. Der Unterdruck wird über Steuerkanäle hier in einen zweiten Zylinder reingeleitet und der Unterdruck saugt hier den sogenannten Hammerbär nach oben. Und wenn man hier unten das Pedal tritt, dann sorgt die Schwerkraft dafür, dass der Bär wieder nach unten saust und hier Hammerwirkung auslöst. Hier unten drunter ist ein Gummikissen, damit sich das Blech unten drunter gut dreidimensional verformen kann. Im Mittelalter hatte man dazu auch schon Maschinenhilfe, allerdings Wasserbetriebe. Bei dem Blech werden Hammerschläge dicht nebeneinander gesetzt, die die Oberfläche nach unten hin vergrößern. Das ist also ein Verfahren, bei dem das Material ganz leicht dünner wird und aber eine größere Ausdehnung nach unten bekommt. Und so generiert man in dem Stück dann eine Hohlform, wie man sie für ein Bruststück dann auch braucht. Also ich muss den Arbeitsplatz vom Lufthammer hier zum Handhammer ab und zu wechseln, weil sich ein paar Dinge mit dem Lufthammer ziemlich schlecht machen lassen. Während dem Treibvorgang hier innen drin, wo man ja eigentlich Boiler reinschlägt, reagieren die Außenbereiche vom Blech mit Druckspannung. Es versuchen sich da also Falten zu bilden. Und diese Falte wieder glatt zu schlagen, das schafft man mit dem kugeligen Lufthammer eigentlich so gut wie überhaupt nicht. Deswegen wechselt man dann hier auf eine gerade Ambusfläche und bearbeitet das dann mit der flachen Seite des Treibhammers. Auch so zum Vergleich. Da haben wir jetzt eine glatt geschlagene Seite. Hier drüber haben wir noch eine faltige Seite. Ne? Mindestens so wichtig wie der Brustpanzer war der Helm. Hier eine sogenannte Hirnhaube. Jetzt machen wir uns an die Grobformung der Hirnhaube. Da läuft die Formung ein kleines bisschen anders. Wir haben hier das Problem, wenn man jetzt rein mit Treibarbeit versuchen würde, die Tiefe zu erreichen, die die Hirnhaube braucht, würde sich das Material im Zentrum zu arg ausdünnen. Hätten wir irgendwann ein Loch drin. Deswegen formen wir jetzt mit dem Treibverfahren in der Mitte ein kleines bisschen ein Schüsselchen aus. Und dann wenden wir anschließend aber ein anderes Verfahren an, und zwar das Stauchen von Stahl. Das lässt sich beim Stahl leider kalt nicht erreichen. Den muss man dann auf Rotglut bringen, etwa so 900 Grad, 950 Grad. Und im rotglühenden Zustand ist er dann so geschmeidig, dass sich die Operation ausführen lässt. Das Ganze erkennt man ganz gut an der Glühfarbe des Stahls. Die sollte dann so orange, hellorange leuchten. Man muss die Hammerführung so fein wählen, dass ich quasi die Mikrofalten noch innerhalb der Materialstärke ineinander reinpresse und so das Material zuerst ein bisschen dicker wird und dann aber nach unten hin in radialer Richtung abfließt. Und so erreicht man dann Stück für Stück
immer größere Tiefen nach unten hin. Bei nahezu 1000 Grad und mit Hunderten von Schlägen fügt sich das Material dem Plan des Schmieds. Noch ein paar Stunden Arbeit und der Kunde kann die Hirnhaube, einen Helm, wie ihn im 15. Jahrhundert einfache Soldaten trugen, aufsetzen. Zurück zum Herzstück der Rüstung. Die Brustplatte. Hier haben wir einen Bleiklotz. Der ist nicht so hart wie die Stahloberfläche und dadurch eignet er sich hervorragend dafür, um solche ausgleichende Schläge zum Glätten des Werkstücks auszuführen. Die rundliche Form der Brustplatte, die ist zum einen modische Aspekte geschuldet. Das war was man auch der zivile Mode so ein bisschen abgeguckt hat in der damaligen Zeit. Aber als technischer Grund hat man, dass irgendwelche anfliegende Geschosse, sei es jetzt irgendwie Pfeile, Bolze oder auch Bleikugeln, dass die viel leichter an der gerundeten Oberfläche abgleiten. Wenn man sich die seitliche Ansicht des Bruststücks anguckt, kommen wir jetzt an die Stelle hier unten. Das ist die Linie, die genau in der Taille des Trägers sitzt. An diesem Taillestück werden dann die einzelnen Bauchreifenfolge festgemacht. Die dienen zum Schutz des Trägers im Unterleibsbereich. Die werden untereinander beweglich verbunden durch Nieten und Lederstreifen. Und das Ganze dient dem Zweck, wenn der Träger in die Hocke geht, würde sich ohne diese Beweglichkeit das Bruststück in sein Kinn reinschieben. Das will man natürlich nicht haben. Ich habe jetzt die Linie angezeichnet, in die der Knick reinkommt und biege speziell in diese Bereiche hier, knicke ich dann die Taille ein kleines Stückchen ab. Weil ansonsten wird ja hier sozusagen die Kante so drinstehen, soll es ja auch nicht, sondern die soll ja dann so vom Körper wegweisen, damit die Bauchreife hier Platz habe, um über die Hüfte drüber zu kommen. Der Schweifhammer oder auch Kreuzschlaghammer genannt, der hat seine Rundung nur in eine Richtung. Das bedeutet, dass er das Material in diese Richtung und in diese Richtung wegschiebt. Und jetzt hier übertrage auf den Ansatz der Bauchreife, wird man mit dem Hammer so arbeiten, dass man das Material in diese Richtung streckt und in die andere. Und dadurch, dass das Material auseinandergestreckt wird, kippt es dann nach hinten. Durch diese Bearbeitungstechnik bleibt die Rundung im Blech erhalten. Man klopft irgendwann mal halt an verschiedene Stellen auf dem Blech drauf und sieht dann einen positiven Effekt oder einen negativen Effekt. Und dann grübelt man, okay, wieso ist denn jetzt der positive Effekt zustande gekommen? Ja? Als Vorbereitung für den nächsten Arbeitsschritt schleife ich die obere Partie der Brustplatte mal grob vor. Jetzt im Moment kommt man mit dem Schleifwerkzeug dann noch gut ran. In deutschen Werkstätten des Mittelalters war die Arbeit ganz stark arbeitsteilig. Und das war durch Zunftordnungen auch so festgelegt. Also der Plattner, dem war es gar nicht erlaubt, die Harnischoberfläche zu schleifen. Das war ein anderes Handwerk. Und so wurde eine ganze breite Palette an Handwerker beschäftigt. Durch diese starke Arbeitsteilung hat man natürlich auch die Möglichkeit gehabt, sehr große Stückzahlen herzustellen. Die wurde zu Tausenden, Zehntausenden gebraucht. Und dann wird einem klar, dass sowohl was die Schutzwirkung angeht, als auch die rationale Herstellungsweise ganz optimierter Prozess war.
Am Halsausschnitt wird jetzt der Börtel geschlagen. Das bedeutet, man legt den äußeren Blechrand nach außen um. Zwar so, dass er einen runden Querschnitt, einen rolleförmigen Querschnitt hat. Zum einen verstärkt es den Rand oben. Dann gibt es natürlich eine angenehmere Anlage an der Halsgegend. Beim Hämmern kommt es nicht allein auf die Kraft an, sondern auf die richtige Technik und den Rhythmus. Wenn man das dann hier am Sperrhorn soweit erledigt hat, dann wechseln wir auf ein anderes Werkzeug, auf das Börteleisen und bearbeitet es dann weiter. Der Rüstungsbau, die Harnischherstellung, ist für den promovierten Maschinenbauer eine Nebentätigkeit. Für ein komplettes Bruststück wie dieses braucht Peter Müller rund 30 Stunden. Als weitere Bauteile sind hier die sogenannten Bauchreifen hinzugekommen. Als Übergang zwischen dem eigentlichen Bruststück und dem weiter unterfolgenden Beinzeug kommen dann noch sogenannte Beintasche an das Bruststück hinzu. Das sind diese drei Bauteile hier. Die sind jetzt schon festgeheftet mit kleinen Schweißpunkten, damit sie sich nachher in der Wärmebehandlung nicht mehr verziehen können. Und das ist ein technisches Merkmal bei Harnischen, das etwa erst so ab 1490 auftaucht. Auf der Innenseite muss jetzt hier ein Käfig eingeschweißt werden, weil diese dünnwandige Blechbauteile, wenn die Wärme behandelt werden und werden dann abgeschreckt in einem Ölfass, entsteht hier sehr leichten Verzug. Das heißt also, wenn man keinen Käfig einschweißen würde, wird sich das verwinden, die Maße würde sich ändern und das muss man unbedingt vermeiden natürlich. Idealerweise würde man beide Bauteile zusammen in den Ofen einbringen und sie zusammenhärten. Dann ist die Formstabilität noch mal besser. Aber mein Ofen ist nicht groß genug. In dem Härteofen, da wird das gute Stück bei einer Temperatur von ungefähr 850 Grad hochgeheizt, um den anschließend im Öl abschrecken zu können. Da bildet sich dann ein anderes Gefüge im Stahl aus, das dann wesentlich bessere Festigkeitswerte hat. Ich habe hier ein Rapsöl. Zum einen hat man da keine Schwierigkeit, das Stück hinterher zu putzen und abzuwaschen. Und die Eigenschaften, was das Härte angeht, sind hervorragend. Sieht gut aus. Kein Verzug. Wenn man das Stück einfach aus dem Ofen rausnehmen wird und wird es langsam an der Luft abkühlen lassen, dann wird gar nichts passieren, sondern es würde in den ursprünglichen Zustand zurückgehen. Nachdem der Härtevorgang jetzt abgeschlossen ist, ist die Oberfläche hier
völlig mit Ölkohle bedeckt. Also das Härteöl, das hat sich jetzt eingebrannt und da der Kunde die Brust jetzt aber nicht in diesem schwarzen Zustand haben will, sondern möchte die poliert haben, müssen wir jetzt mehrere Schleifvorgänge hintereinander machen. Eine Hochglanzpolitur im Mittelalter, da gibt es auch noch Rechnungen dazu, die war auch eine kostspielige Angelegenheit. Das war durchaus vergleichbar mit den Kosten, die die Hammerarbeit vom Plattner selber gekostet hat. Das entsprach in etwa dem Jahresverdienst eines einfachen Tagelöhners. Im Mittelalter gab es sogenannte Harnischmühlen. Das waren Mühlen, die über Wasserkraft große Schleifräder angetrieben haben. Und diese Schleifräder waren auch mit verschiedenen Körnungen ausgestattet. Die haben dann schrittweise das Stück immer feiner geschliffen und poliert, bis es dann wieder auslieferungsfertig war und an den Plattner zurückging zum Zusammenbau. Bei einer wesentlich niedrigeren Temperatur, zwischen 250 und 350 Grad, gibt man das Werkstück dann noch mal in den Ofen, so ein Stündchen. Holt es aus dem Ofen raus und schreckt es in Wasser ab. Anschließend hat man dann die gewünschte Zähigkeit des Werkstücks. Hat weniger Härte, aber insgesamt eine größere federharte Verformbarkeit. Zu mittelalterlicher Zeiten gab es natürlich diese moderne Schraube und Gewinde nicht. Das ist eine Erleichterung, die ich mir heutzutage erlauben kann. Und das Ganze wird jetzt wieder rausmontiert. Die Verbindung untereinander wird dann durch Massive wiederhergestellt. Eine hochwertige Politur, also Politur, die möglichst gut ausgeführt ist und einen Hochglanz erzeugt, schützt auch gegen Korrosion, Wasser oder Schweiß oder Regen, was da drauf einwirken kann. Je besser die Politur, desto besser der Korrosionsschutz. Das Bruststück allein sind nur 1800 Gramm. Zusammen sind wir bei einem Gewicht von 3300 Gramm. Das mag jetzt insgesamt verwundern, weil viele Leute assoziieren ja mittelalterliche Rüstungen mit einem unglaublichen Gewicht. Tatsächlich stimmt es aber gar nicht. Generell bleibt es immer ein Kompromiss zwischen Schutz und Beweglichkeit. Die Stabilität, da können wir gerne einen Versuch dazu machen. Sollen wir mal schauen, ob das was aushält? Das ist nur eine elastische Verformung, keine plastische Verformung. Also der federte. Das Elastische, das kommt vom Härten und Anlassen, also vom Vergüten. Wenn das jetzt das ursprüngliche Material gewesen wäre, dann hätte es sich jetzt dauerhaft verformt. So, passt immer noch. Die Harnischteile müssen ja irgendwie am Körper fixiert werden. Das bewerkstelligt man mit Hilfe von Lederriemen. Und die Lederriemen, die werden jetzt zugeschnitten. Beim Nieten ist es so,
Du hast hier so einen Harnischnagel mit einem Überstand von 1 bis 2 mm, schneidest du den ab und dann hämmerst du den Kopf in die Breite, sodass der Nagel nicht mehr zurück durch die Bohrung rutschen kann. Und dann ist das Ganze befestigt. Ich habe hier ein Modell von der Schnalle, die es dann werden soll. Die werde dann oben an der Schulter platziert und nehme dann die Riemen auf, die über den Rücken geführt werden, um die Brustplatte festzuhalten. Da es jetzt die historische Schnallemodelle gerade in Eisen eigentlich nicht zu kaufen gibt, dann bleibt dann nichts anderes übrig, als das aus dem Flachstahlleben selber herzustellen. Heutzutage hilft nur eins, Originale angucken und sich dort die Techniken runterkopieren, aneignen und versuchen, das möglichst gut nachzustellen. So, jetzt kommt eigentlich so einer der schönsten Momente bei der Harnischherstellung, das ist dann der Zusammenbau. Jetzt sieht man dann die ganzen Teile, wie sie dann zusammenwirken und wie sich so ein Ganzes formt. Das ist natürlich ein schöner Moment. Diese Nietstelle hat man vorher auch leicht versenkt, sodass der Nietkopf jetzt hier eigentlich drin verschwindet. Und wenn dann das nächste Blech hier oben drauf montiert wird, dann ist die Nietstelle verdeckt. Die Form dieser Niete ist so, die hat einen halbrunden Kopf. Der Kopf liegt außen. Damit auf jeden Fall eine gute Beweglichkeit gewährleistet ist, wird zwischen diese beiden Blechteile wird hier so ein Nietgäbelchen eingeschoben. Und dann gibt es noch als Befestigungsart das sogenannte lederne Geschübe. Ich vergleiche das immer mit einem Gurt, dem Rollladeteile irgendwie verbunden sind. Das funktioniert ja irgendwie ganz ähnlich. Mal das Ganze von innen anschauen, wie da so die Mechanik funktioniert. Das Original. Hier ein Bild von einem Stück aus dem Bayerischen Armeemuseum in Ingolstadt. Jetzt gucken wir mal, wie nah wir dran gekommen sind. Kleiner Vergleich. Ja, die neue ist neuer. Wenn so ein Stück dann fertig zusammengebaut ist und liegt dann auf der Werkbank, ist man natürlich schon stolz. Noch besser ist dann, wenn der Kunde da ist, man zieht das Ganze an und es passt wirklich alles perfekt. Das ist dann so der wichtige Moment. Auch die Arm- und Beinteile hat Peter Müller maßgeschneidert. Muss nur noch die Hirnhaube passen. Die Löcher in der Hirnhaube hier, die dienen eigentlich nur Lüftungszwecke. Man schwitzt ja doch ordentlich, wenn man das Blech anhat. Und hier kann noch ein kleines bisschen Luft zirkulieren. So, jetzt sind wir komplett. Wie flexibel die Rüstung ist, zeigt sich erst bei verschiedenen Beweglichkeitstests. Wie fühlt es sich an? Gut. Sieht auch gut aus. Hightech aus dem Mittelalter. Überliefert durch die Kunst des Rüstungsbauers. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.